Der heutige Vortrag orientiert sich an dem Buch Bienenbau und Bienenbeute, welches die Biologin Sigrun Mittel und ich, Roland Sachs, gemeinsam geschrieben haben. Der Vortrag und das Buch sind das Ergebnis unserer inzwischen 6-jährigen Zusammenarbeit. Thema sind die Wärme- und die Feuchteverhältnisse im Bienenstock. Wir besprechen, wie die Eigenschaften der Bienenwohnungen die Honigbienen unterstützen, das Kleinklima zu regulieren und welchen gesundheitlichen Nutzen die Bienen daraus ziehen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Evolution der Honigbienen. Vor vielen Millionen Jahren ist die ursprüngliche Honigbiene der Gattung Apis von Europa nach Asien gewandert und hat dort die Untergattungen höhlenbrütende Honigbienen, Riesenhonigbienen und Zwerghonigbienen ausgebildet. Etwas später, vor immer noch vielen Millionen Jahren, sind die höhlenbrütenden Honigbienen in den Nahen Osten gewandert, wo sich die Art westliche Honigbiene ausgebildet hat. Vor etwa 1 Million Jahren machte sich die westliche Honigbiene auf den Weg, ihr heutiges Verbreitungsgebiet zu besiedeln. Zunächst Richtung Arabische Halbinsel und Nordafrika und schließlich durch ganz Europa bis hin zum Ural. Vor etwa 165.000 Jahren war die Ausbildung der heutigen Unterartengruppen abgeschlossen. Alle Unterarten Europas, die Kärntner Biene, die italienische Biene, die dunkle Biene usw. gehören zur Untergattung der höhlenbrütenden Honigbienen. Ihre Evolution hat sich über viele Millionen Jahre in Erd-, Fels- und Baumhöhlen abgespielt. Unsere Unterarten der westlichen Honigbienen sind perfekt angepasst an das Leben in solchen Höhlen. Welche Eigenschaften haben solche Höhlen? Was ist ihr gemeinsamer Nenner? Welche Vorteile ergeben sich, welchen gesundheitlichen Nutzen ziehen die Honigbienen aus natürlichen Bienenwohnungen? Und wo liegen die Unterschiede zu modernen Bienenbeuten? Das sind die Fragen, auf die ich Ihnen heute eine Antwort geben möchte. Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst ein paar Grundlagen besprechen. Wir beginnen mit einem Überblick über die Wärmetransporte, besprechen dann die Gastransporte und schließlich die Klimaregulierung der Honigbienen. Wir reden also über Physik. Ich verschone Sie dabei aber mit Berechnungen, Formeln und Einheiten. Wir werden es bei anschaulichen Beschreibungen der Prozesse belassen. Wenn Sie mir hier Schritt für Schritt folgen, dann werden Sie im Laufe des Vortrags verstehen, warum die Eigenschaften der Bienenwohnungen so wichtig für die Gesundheit der Honigbienen sind. Zum Ende des Vortrags werden wir alle bekannten und belegten Vorzüge für die Honigbienen, die sich aus einer zusätzlichen Wärmedämmung von Bienenbeuten ergeben, besprechen. Wir beginnen mit den Wärmetransporten. Es gibt nur 3 mögliche Arten der Wärmeübertragung: die Wärmeleitung, die Wärmeströmung und die Wärmestrahlung. Die Wärmeleitung geschieht ohne erkennbare Bewegungen des Stoffes. Es sind aber doch Bewegungen für die Wärmetransporte verantwortlich. Die kleinsten Teilchen jedes Stoffes, die Moleküle, führen temperaturabhängig mehr oder weniger starke Bewegungen aus. Auch in Feststoffen führen sie, fest eingebunden in ihrer Struktur, Schwingungen aus. Dabei stoßen sie mit benachbarten Molekülen zusammen und übertragen Wärmeenergie. Je höher die Dichte des Stoffes ist, also je dichter die Moleküle im Raum beieinander stehen, desto mehr Wärme wird übertragen. Metalle leiten aus diesem Grund Wärme sehr gut. Sie haben eine sehr hohe Dichte. Gase oder Stoffe mit Gaseinschlüssen leiten Wärme schlecht. Die einzelnen Moleküle haben einen großen Abstand zueinander. Im Bienenstock leiten Honigwaben Wärme gut, und es kommt so oberhalb des Bienensitzes zu größeren Wärmetransporten als unterhalb des Bienensitzes, wo sich in der Regel luftgefüllte Wabenzellen befinden. Diese mit Luft gefüllten Zellen leiten Wärme sehr schlecht. Sie stellen einen guten Wärmeschutz für die Bienentraube dar. Der Wärmetransportmechanismus Wärmeströmung findet ausschließlich in gasförmigen und in flüssigen Stoffen statt. Hier wird die Wärme von dem strömenden Medium transportiert. Die mit Wärmeenergie geladenen Teilchen wechseln den Ort und nehmen die Wärme mit. Wir unterscheiden Strömungen nach ihrer Ursache. Wir unterscheiden sie zwischen erzwungenen und freien Strömungen.
Aufgezwungene Strömungen werden beispielsweise durch einen Ventilator erzeugt oder im Bienenstock beispielsweise durch den Flügelschlag der Bienen. Freie Strömungen haben ihre Ursache in den Eigenschaften des Stoffes selbst. Sie werden zum Beispiel durch Temperatur- oder Gaskonzentrationsunterschiede ausgelöst. Ein Beispiel für eine solche freie Konvektion sind beheizte Wohnräume. Die an den Heizkörpern anliegenden Luftschichten werden durch Wärmeleitung von dem Heizkörper erwärmt. Sie sind nun wärmer und leichter als darüberliegende Luftschichten. Sind die Temperaturunterschiede groß genug, dann steigt die warme Luft nach oben auf und verdrängt dort die kühlere Luft. Für solche freien Luftströmungen müssen die auslösenden Kräfte, also die Widerstandskräfte, überwinden. Im Bienenstock gibt es keine freie Konvektion. Die Temperaturunterschiede sind zu gering bzw. die Widerstandskräfte sind zu groß. Auch unterschiedliche Gaskonzentrationen lösen im Bienenstock keine Luftbewegungen aus, wie wir später noch aufzeigen werden. Für die Wärmestrahlung sind wieder die Bewegungen der Moleküle verantwortlich. Die temperaturbedingten Molekülbewegungen bedeuten immer auch Ladungsbewegungen, wodurch ein Körper elektromagnetische Wellen in seine Umgebung aussendet. Diese Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und gehorcht den optischen Gesetzen. Sie lässt sich umlenken, mit Linsen bündeln oder an spiegelnden Flächen reflektieren. Für Menschen ist die Wärmestrahlung nicht sichtbar. Nur bei sehr hohen Temperaturen erreicht ein Teil der Strahlungseigenschaften den für Menschen sichtbaren Bereich. So können wir bei erwärmtem Stahl ab etwa 650 Grad Celsius einen Teil der Strahlung durch ein dunkelrotes Glühen wahrnehmen. Und die Wärmestrahlung der Sonne mit ihren hohen Oberflächentemperaturen von etwa 5500 Grad Celsius können wir besonders gut wahrnehmen. Neben der Eigenschaft, Wärme auszustrahlen, können alle Körper auf sie gerichtete Wärmestrahlung aus ihrer Umgebung zum Teil aufnehmen, zum Teil reflektieren und zu einem sehr kleinen Teil auch durchlassen. Wärmeverluste für eine Wärmequelle treten dann auf, wenn sie weniger Wärmestrahlung empfängt, als sie aussendet. Eine Biene in der Bienentraube erfährt daher keine Wärmeverluste durch Wärmestrahlung. Eine Biene im Flug bei geringen Außentemperaturen dagegen sehr starke. Jedes Bauteil verhält sich gegenüber diesen Wärmetransporten anders. Sie lassen unterschiedlich viel Wärmeenergie passieren und sie nehmen selbst unterschiedlich viel Wärme auf. Hitze- und Wärmeschutz sind Begriffe aus der Bauphysik des Häuserbaus, die wir ebenso im Bienenbau verwenden können. Sie beschreiben die Schutzwirkung von konkreten Bauteilen gegenüber Wärmetransporten in unterschiedlichen Situationen. Der Hitzeschutz ist im Grunde ein Maß für den Schutz auf der Innenseite des Bauteils vor den täglichen Temperaturschwankungen auf der Außenseite, bewirkt durch die Eigenschaften und Abmessungen des Bauteils. Der Wärmeschutz ist im Grunde ein Maß für den Schutz vor Energieverlusten. Wenn auf der Innenseite durch eine Wärme- oder Kältequelle eine von der Außentemperatur abweichende Temperatur eingestellt werden soll. Hier werden in der Regel längere Zeiträume betrachtet, zum Beispiel ein ganzer Winter. Schauen wir uns den Hitzeschutz genauer an. Wir sehen hier in der Abbildung die rote Kurve, welche den Tagesgang der Außentemperatur an einem Sommertag abbildet. Die Höchstwerte werden am Nachmittag und die Tiefstwerte in den frühen Morgenstunden erreicht. Die blaue Kurve zeigt den Temperaturverlauf auf der Innenseite des Bauteils. Er ist durch die Eigenschaften des Bauteils gedämpft und zeitversetzt. Die Wärmetransporte von außen nach innen werden durch die Wärmeleitfähigkeit der Materialien begrenzt und müssen den Wärmespeicher der Wand erst auffüllen, bevor sie auf der Innenseite ankommen. Das dauert seine Zeit. Wenn die Außentemperatur bereits wieder sinkt, bevor die Wärmewelle auf der Innenseite angekommen ist, dann fließt ein Teil der Wärmeenergie im Bauteil wieder zurück nach außen. Holz bietet auch im einwandigen Aufbau schon bei relativ geringen Wandstärken, hier in der Abbildung mit 12 cm, einen guten Hitzeschutz. Es bietet eine große Wärmespeicherfähigkeit und eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Ob ein Bauteil einen guten oder schlechten Hitzeschutz bietet,
liegt an der Kombination aus Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherfähigkeit und den Bauteilabmessungen. Sie können sich das wie bei einem Eimer mit einem Wasserzulauf vorstellen. Entscheidend dafür, wann der Eimer überläuft, ist die Kombination aus zulaufender Wassermenge und Eimergröße. Granit oder auch andere massive Steine und Beton mit hoher Dichte bieten erst ab großen Wandstärken einen guten Hitzeschutz. Zwar verfügen diese Stoffe über eine große Wärmespeicherfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit ist aber ebenfalls groß. In der Kombination läuft der Wärmespeicher bei 12 cm Wandstärke schnell voll und es kommt zu keinem Zeitversatz und zu keiner Dämpfung der Temperaturschwankungen. Bei 40 cm Wandstärke wäre der Hitzeschutz sehr stark und es käme innen zu keinen nennenswerten Temperaturschwankungen infolge der Schwankungen außen. Unter Berücksichtigung des Materialeinsatzes sind solche Stoffe im einwandigen Aufbau für den Hitzeschutz aber ungünstig. Styropor bietet ebenfalls erst ab Wandstärken von 40 bis 50 cm einen starken Hitzeschutz. Auch dieses Material ist somit unter Berücksichtigung des Materialeinsatzes ungünstig. Hier bei 12 cm Wandstärke zeigt sich kein Hitzeschutz. Zwar ist die Wärmeleitfähigkeit gering und es fließt nur wenig Wärmeenergie durch die Wand, aber der Wärmespeicher ist so klein, dass er trotzdem schnell vollläuft. Ein besonders wirksamer Hitzeschutz lässt sich durch die Kombination von Baustoffen erzielen. Eine Reduzierung der Wärmetransporte auf der Außenseite durch einen hochwirksamen Wärmeschutz, wie beispielsweise durch Kork, Schafwolle oder auch Styropor, und ein großer innenliegender Wärmespeicher durch massiven Stein, Beton oder Holz schaffen einen starken Hitzeschutz. Für welche Bewohner ist ein Hitzeschutz besonders wichtig? Für die, die an den Temperaturen nichts ändern können, beispielsweise Käfer in Baumhöhlen oder auch Vögel in Baumhöhlen etc. Für Menschen in Wohnhäusern ist das in erster Linie ein Problem des Komforts und von Energiekosten. Sie müssen ohne Hitzeschutz häufiger mit Heizung und Klimaanlage arbeiten. Für Bienen ist das ebenso. Sie können die Temperaturschwankungen des Tages durch ihre Klimaregulierung parieren und müssen dafür lediglich Energie aufwenden. Also kein Problem, könnte man meinen. Doch, es ist ein Problem. Sie können bei der Klimaregulierung nämlich überfordert werden. Vor allem im Frühjahr und Herbst, wenn das Brutnest schon bzw. noch groß ist und bis an die Seitenwände angrenzt. Genau dieses Problem lässt sich durch eine zusätzliche äußere Wärmedämmung entschärfen. Die Bienen können effektiver regulieren und werden weniger schnell überfordert. Der mangelhafte Hitzeschutz ist aber auch in der Winterruhe ein Problem. In dieser Zeit bedeuten die Temperaturschwankungen Störungen der Winterruhe. Das Volk muss ständig reagieren. Messreihen aus der Praxis bestätigen die besprochenen Zusammenhänge aus der Bauphysik des Häuserbaus auch für natürliche Bienenwohnungen. So stellt eine Studie über 104 unbewohnte Baumhöhlen in einem Laubwald in Ontario in Kanada einen Hitzeschutz fest. Bemerkenswert ist, dass trotz relativ geringer Wandstärken der Bäume, es handelt sich um einen recht jungen Wald, und trotz großer Fluglöcher ein deutlicher Hitzeschutz gegeben ist. Eine Veröffentlichung unter Beteiligung von Thomas Seeley zeigt die Temperaturverläufe in einem Zeidelbaum mit Wandstärken von 20 bis 30 cm und in einer dünnwandigen Beute mit 2 cm Wandstärke. Die beiden Bienenwohnungen standen am gleichen Standort und hatten eine identische Geometrie des Innenraums. Die Messungen zeigen einen starken Hitzeschutz in dem einen Fall und den nicht vorhandenen Hitzeschutz in dem anderen Fall. Aus der Messkurve des Zeidelbaums lässt sich eine Amplitudendämpfung von etwa 16 ablesen. Das heißt, die Temperaturschwankungen innen sind um den Faktor 16 kleiner als die draußen. Die Kurve der dünnwandigen Beute zeigt keine Dämpfung der Temperatur. Nun schauen wir uns den Wärmeschutz genauer an. Auf der Folie sind Beuten zu sehen, die bereits über einen besseren Wärmeschutz verfügen als die üblicherweise verwendeten dünnwandigen Magazinbeuten. Der Hitzeschutz der Beuten hier
ist dabei eher schwach bzw. nicht vorhanden. Links oben ist eine Schilfbeute zu sehen. Sie verfügt mit ihren 5 cm starken Wänden auch über einen leichten Hitzeschutz. Schilf ist ein ausgezeichnetes Material für den Beutenbau. Es bietet einen guten Wärmeschutz und ab Wandstärken von 8 bis 10 cm auch im einwandigen Aufbau einen guten Hitzeschutz. Das Material ist im Gegensatz zu den Strohbeuten rechts unten weitestgehend resistent gegen Schimmel. Rechts oben ist eine mit Backkork nachträglich gedämmte dünnwandige Holzbeute. Auch sie bietet bereits einen leichten Hitzeschutz. Die Styroporbeute links unten und die Strohkörbe rechts unten bieten einen guten Wärmeschutz, aber bei ihren jeweiligen Wandstärken keinerlei Hitzeschutz. Beim Wärmeschutz betrachten wir die Wärmetransporte von innen nach außen und nicht wie beim Hitzeschutz von außen nach innen. Wir betrachten dabei innen und außen Durchschnittstemperaturen über einen längeren Zeitraum, beispielsweise den Winter, und nicht wie beim Hitzeschutz den Temperaturverlauf eines einzelnen Tages. Der Wärmeschutz entscheidet, wie viel Energie notwendig ist, um innen eine von der Außentemperatur abweichende Temperatur einzustellen. Entscheidend für den Wärmeschutz sind lediglich die Wärmeleitfähigkeit und die Bauteilabmessungen. Die Wärmespeicherfähigkeit, die einen entscheidenden Einfluss auf den Hitzeschutz hat, ist hier unerheblich. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit der Wände führt zu großen Wärmetransporten und so zu einem hohen Energieaufwand, um eine von außen abweichende Temperatur einzustellen. Bezüglich des Wärmeschutzes gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen dem Bienen- und dem Häuserbau. Den Wabenbau der Honigbienen. Der Wabenbau trägt einen entscheidenden Teil zum Wärmeschutz der Bienentraube bei. Die Bienen zerteilen den Luftraum in 1 cm dicke Scheiben. Außerdem ist in unzähligen offenen Wabenzellen Luft enthalten. Durch die engen Begrenzungen der Lufträume sind die Widerstände gegen Luftbewegungen sehr groß. Die Luft ruht. Sofern die Bienen nicht selbst Luftbewegungen anregen, finden im Wabenbau keine Luftbewegungen statt. Und je ruhiger die Luft ist, desto besser ist ihr Wärmeschutz. Ferdinand Gerstung erkannte diese Zusammenhänge im Bienenstock bereits vor 100 Jahren und nannte den Wabenbau daher sehr treffend den Winterpelz der Honigbienen. Wir Menschen machen uns den Effekt eines guten Wärmeschutzes durch ruhende Luft ebenfalls zunutze. So bieten die dünnen Luftschichten bei Isolierverglasung einen effektiven Wärmeschutz. Auch Thermosbecher machen sich den Effekt zunutze. Eine Versuchsreihe von 1984 liefert plausible Werte für den Wärmeschutz des unbesetzten Wabenbaus. Die festgestellten Werte entsprechen denen von trockenem Holz. Der mit Bienen besetzte Wabenbau zeigt sogar etwas bessere Werte als der von Schafswolle. Das Brutnest hat durch die umliegende Schicht mit Bienen besetztem Wabenbau einen Wärmeschutz zur Verfügung, als hätte es statt dieser Schicht eine gleich dicke Schicht Schafswolle. Und die Bienentraube insgesamt hat durch die umliegende Schicht unbesetzter Wabenbau einen Wärmeschutz zur Verfügung, der dem einer genauso dicken Schicht aus trockenem Holz entspricht. Aber nur solange die Luftschichten in den Wabengassen ruhen. Querlüftungen und offene Böden machen diesen natürlichen, von den Bienen gefertigten Wärmeschutz kaputt. In der Folge der beschriebenen Zusammenhänge hat ein Bienenvolk in den unterschiedlichen Jahreszeiten einen unterschiedlich guten Wärmeschutz zur Verfügung, je nachdem, wie viel Raum das Brutnest einnimmt. In der Grafik hier ist dieser Zusammenhang schematisch dargestellt. Im Sommer und in den Übergangszeiten, wenn das Brutnest groß ist und bis an die Außenwände grenzt, ist der Wärmeschutz durch den unbesetzten Wabenbau gering, weil er eben kaum vorhanden ist. Im Winter dagegen ist der Wärmeschutz stark. Der Wabenbau der Honigbienen ist genau genommen eine wirksame konstruktive Maßnahme für den Wärmeschutz der Bienentraube.
Die engen Luftschichten lassen keine unkontrollierten Luftbewegungen zu. Darüber hinaus verhindert der Wirrbau, also das Anlegen nicht gleichgerichteter Wabengassen, Wärmeverluste durch Wärmestrahlung. Die Wärmestrahlen der Randbienen treffen bereits nach wenigen Zentimetern auf den Wabenbau und nicht erst nach 10 oder 15 Zentimeter auf deutlich kühlere Außenwände. Die Randbienen strahlen zwar gleich viel Wärme aus, unabhängig von der Form des Wabenbaus. Im Wirrbau erhalten sie in der gleichen Zeit aber eine höhere Wärmespende von den Wachswaben, als sie es ohne Wirrbau von den Außenwänden täten. Mit diesem Wissen lässt sich nun bereits ein verbreiteter Irrglaube in der Imkerei erkennen. Die Annahme, dass warme Luft im Bienenstock nach oben aufsteigt und sich unter dem Deckel sammelt. Theoretisch wäre das zwar denkbar, analog zum beheizten Wohnraum, im Bienenstock kommt es aber nicht dazu. Unzählige Messungen von Anton Büdel belegen das. Die Antriebskräfte für diese Luftbewegungen durch die Temperaturunterschiede wirken zwar, sie sind aber eben kleiner als die Widerstandskräfte. Es gibt keine Schichtung der Temperatur nach der Höhe. Die Temperatur fällt im Bienenstock vom Wärmemittelpunkt zu allen Seiten stetig ab. Es gibt aber einen geringeren Temperaturabfall nach oben als nach unten, und das hat zwei Gründe. Oberhalb der Bienentraube sind in der Regel Honigvorräte, welche höhere Wärmetransporte zulassen als die luftgefüllten Zellen unterhalb des Bienensitzes. Darüber hinaus stellen auch die oberhalb der Wärmequelle befindlichen Luftschichten einen schlechteren Wärmeschutz dar als die unterhalb der Wärmequelle befindlichen. Aber das führt hier an dieser Stelle zu weit. Und ein weiterer Irrglaube lässt sich erkennen. Die Annahme, dass die Bienen nur ihren Bienensitz beheizen. Nein, das tun sie nicht. Die physikalischen Gesetze werden im Bienenstock nicht ausgehebelt. Es findet immer ein Wärmetransport auf den zuvor beschriebenen Wegen von der Wärmequelle in die umliegenden Bereiche statt. Aber die wärmedämmende Wirkung des Wabenbaus ist so gut, die Temperatur fällt bereits im Wabenbau so steil ab, dass es so aussieht, als ob sie nur ihren Bienensitz beheizen. Schauen wir uns nun abschließend zu den Wärmetransporten die Auswirkungen einer zusätzlichen äußeren Wärmedämmung auf die Temperaturverhältnisse innerhalb der Bienenwohnung an. Stellen Sie sich zunächst einmal vor, eine Wärmequelle schwebt mitten in einer dünnen Holzbeute. Dann würde sich zwischen Wärmequelle und Außenwand eine konstante Temperatur einstellen. Die Höhe dieser Temperatur wäre abhängig von der Heizleistung. In den dünnen Holzwänden, hier auf einer Seite der Wärmequelle eingezeichnet, würde die Temperatur nach außen hin abfallen, weil sie selbst einen Wärmeschutz darstellt. Es würde sich also etwa ein Temperaturverlauf einstellen, wie unterhalb der Abbildung skizziert. Den vorgestellten Fall der schwebenden Wärmequelle gibt es im Bienenstock natürlich nicht. Das Brutnest und der Bienensitz sind umgeben vom Wabenbau mit seinen ruhenden Luftschichten. Der unbesetzte Wabenbau hat etwa die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie Holz. Deswegen fällt die Temperatur vom Rand der Bienentraube bis zur Außenseite der Bienenwohnung konstant ab. Die hier angenommenen linearen Temperaturverläufe dienen nur dem Verständnis der Grundlagen. In Wirklichkeit fällt die Temperatur in der Nähe der Wärmequelle stärker ab als in größerer Entfernung. Das liegt daran, dass wir es hier nicht mit einem Wärmestrom in nur eine Richtung zu tun haben. Der Wärmestrom findet von der Wärmequelle aus gesehen in alle Richtungen statt. Diese Überlegungen führen hier aber zu weit und wir belassen es bei einer eindimensionalen Betrachtung. Wenn wir nun eine äußere Wärmedämmung, beispielsweise eine Korkplatte mit einer dreimal geringeren Wärmeleitfähigkeit als Holz, anbringen, dann passiert Folgendes. Die Temperatur fällt nach wie vor stetig von innen nach außen ab. Sie fällt aber in dem besseren Wärmeschutz stärker ab. Es ergibt sich ein geringeres Temperaturgefälle innerhalb des Wabenbaus und außerdem ergeben sich deutlich höhere Temperaturen auf der Innenseite der Beutenwände.
Die Effekte einer äußeren Wärmedämmung sind ein erhöhter Hitzeschutz mit geringeren Temperaturschwankungen innen, wodurch die Bienen weniger oft und weniger stark auf äußere Temperaturschwankungen reagieren müssen. Sie werden weniger wahrscheinlich überfordert. Geringere Energieverluste für das Bienenvolk durch den erhöhten Wärmeschutz. Ein geringeres Temperaturgefälle im Wabenbau und so weniger scharfe Abgrenzungen der klimatischen Verhältnisse innerhalb des Wabenbaus. Und höhere Temperaturen in den Randbereichen der Bienenwohnung, was noch eine ganz besondere Auswirkung auf die klimatischen Verhältnisse im Bienenstock hat. Eine erhöhte Trockenheit in den Randbereichen der Bienenwohnung, womit wir nun zu den Feuchteverhältnissen kommen. Luft ist ein Gasgemisch und besteht aus den Teilgasen Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Hinzu kommen verschiedene Spurengase in jeweils sehr geringer Konzentration, wie beispielsweise CO2. Das Gas Wasserdampf ist ebenfalls unter natürlichen Bedingungen in der Regel mit einem Anteil kleiner 4% vertreten. Wasserdampf ist der gleiche Stoff wie Wasser, nur in einem anderen Aggregatzustand. Den wenigsten ist bewusst, dass wir über Gastransporte sprechen müssen, wenn wir die Feuchtigkeitsverhältnisse in Bienenwohnungen besprechen wollen. Die einzelnen Teilgase verhalten sich, als wären sie alleine im Raum. Jedes Gas strebt einen Konzentrationsausgleich an. Stellen Sie sich ein Gasleck in einem geschlossenen Raum vor. Unter der Decke strömt beispielsweise CO2 in den Raum. Da CO2 schwerer ist als das Gasgemisch Luft, fällt das Gas zunächst auf den Boden ab und verteilt sich dort. Die Gaskonzentration strebt aber einen Ausgleich an. Sie möchte sich im Raum gleichmäßig verteilen. Wird das Gasleck jetzt geschlossen, dann stellt sich schon bald überall im Raum der gleiche Gasdruck des Teilgases CO2 ein. Wie laufen solche Gastransporte ab? Die temperaturbedingten Bewegungen der Moleküle sorgen für eine Diffusion, also für eine Durchmischung der Moleküle im Raum. Das lässt sich mit einer Analogie leicht verdeutlichen. Stellen Sie sich eine große Wiese vor. Auf der einen Hälfte der Wiese werden unzählige Mähroboter gestartet. Sie fahren jeweils in eine Richtung los, stoßen mit anderen zusammen, ändern ihre Richtung und fahren weiter. Allein aufgrund dieser chaotischen Bewegungen werden die Mähroboter nach einer Weile überall gleichmäßig verteilt sein. Genau das Gleiche geschieht bei der Diffusion von Gasen. Die Moleküle führen chaotische Bewegungen aus, stoßen mit anderen zusammen, ändern ihre Richtung und verteilen sich so mit der Zeit gleichmäßig im Raum. Die Diffusion findet auch durch fast alle Feststoffe statt, aber sehr stark verlangsamt. Um beim Wiesenvergleich zu bleiben, als gäbe es Bereiche, in denen die Mähroboter ihre Geschwindigkeit beispielsweise um den Faktor 100 oder 1000 reduzieren würden. Irgendwann wären sie dennoch gleichmäßig verteilt. Beschleunigt werden diese sehr langsamen Diffusionsprozesse durch Turbulenz und Luftströmungen. Turbulenz meint dabei mehr oder weniger starke Bewegungen kleiner und kleinster Lufteinheiten. Genau genommen ist die Luft nie vollkommen in Ruhe. Im Bienenstock gibt es beispielsweise starke Turbulenz von auch etwas größeren Lufteinheiten durch die Bewegungen der Bienen. Die Turbulenz beschleunigt die Diffusionsprozesse um ein Vielfaches. Anton Büdel zeigt mit seinen Messreihen auf, dass in den Wabengassen des besetzten Bienenstocks überall überschläglich der gleiche Wasserdampfdruck herrscht, aufgrund der Turbulenz durch die Bewegungen der Bienen. Im Bienenbau interessiert uns hauptsächlich das Teilgas Wasserdampf. Und bei diesem gibt es eine Besonderheit. Während die anderen Teilgase der Luft sich beliebig in der Luft anreichern lassen, gibt es bei Wasserdampf eine Obergrenze. Und diese Obergrenze ist abhängig von der Temperatur der Luft. Wegen dieser Besonderheit wird der Wasserdampfgehalt der Luft über zwei Begriffe beschrieben: die absolute Luftfeuchte und die relative Luftfeuchte. Die relative Luftfeuchte beschreibt den Wassergehalt der Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wassergehalt der Luft bei der anliegenden Temperatur. Die absolute Luftfeuchte gibt den Wassergehalt direkt und absolut an,
eben nicht relativ. Bei 15 Grad Celsius kann die Luft maximal 12,8 Milligramm Wasser tragen. Wenn sie diese 12,8 Milligramm enthält, dann ist die relative Luftfeuchte 100%. Die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt, mehr kann sie nicht aufnehmen. Es liegt dann eine absolute Luftfeuchte von 12,8 Milligramm pro Liter an. Erwärmen wir diese Luft nun um 10 Grad Celsius, dann kann sie bei der höheren Temperatur theoretisch mehr Wasserdampf aufnehmen. Sie hat aber immer noch den gleichen Wasserdampfgehalt wie zuvor. Dadurch sinkt die relative Luftfeuchte. Erwärmen wir die Luft noch weiter, dann sinkt die relative Luftfeuchte noch weiter, sofern der Wasserdampfgehalt absolut gleich geblieben ist. Grundsätzlich möchte die Luft sich immer maximal vollsaugen mit Wasser. Bei konstanter Temperatur und Anwesenheit von flüssigem Wasser oder Lebewesen oder Pflanzen stellt sich nach einer Weile immer eine relative Luftfeuchte von 100% ein. Die Luft stillt ihren Hunger auf Wasserdampfmoleküle, indem sie anliegenden Wasserflächen, Lebewesen und Pflanzen Wassermoleküle entzieht. Die Wasserdampfmoleküle der Luft erzeugen einen Wasserdampfdruck. Je mehr Moleküle enthalten sind, desto höher wird der Druck. Diese beiden Größen, der Wasserdampfgehalt und der Wasserdampfdruck der Luft, stehen in einem direkt proportionalen Verhältnis zueinander. Das heißt, sie verändern sich immer um den gleichen Faktor. Verdreifacht sich beispielsweise der Wasserdampfgehalt der Luft, dann verdreifacht sich auch der Wasserdampfdruck der Luft und so weiter. Der maximale Wassergehalt der Luft führt so auch zu einem maximalen Wasserdampfsättigungsdruck. Und aus diesem Grund sagt die relative Luftfeuchte auch aus, wie hoch der Wasserdampfdruck bezüglich dem maximal möglichen Wasserdampfdruck ist. Die relative Luftfeuchte könnte man daher ebenso gut relativen Wasserdampfdruck nennen. Die Differenz zwischen vorhandenen und maximalem Wasserdampfdruck ist der Dampfhunger der Luft. Dieser lässt sich als eine Kraft verstehen, als einen Unterdruck, mit dem die Luft ihrer Umgebung Wasserdampfmoleküle entziehen möchte. Je größer der Dampfhunger der Luft ist, desto aggressiver entzieht die Luft ihrer Umgebung Wasser. Was passiert bei Abkühlung von mit Wasserdampf gesättigter Luft? Betrachten wir das Beispiel von eben. Die 15 Grad warme Luft trägt 12,8 Milligramm Wasserdampf pro Liter Luft und ist mit Wasserdampf gesättigt. Die relative Luftfeuchte beträgt 100%. Die um 10 Grad kühlere Luft kann aber maximal nur noch 5,8 Milligramm Wasserdampf pro Liter Luft tragen und damit deutlich weniger, als die Luft zuvor noch getragen hat. Die überschüssigen Wassermoleküle fallen nun schlicht aus der Luft heraus. Es bildet sich Kondenswasser. Nebel ist die Folge, wenn die Luft den in ihr enthaltenen Wasserdampf nicht mehr tragen kann, beispielsweise weil sie abkühlt. Wasserdampfmoleküle fallen aus der Luft heraus und bilden feinste kleine Wassertropfen, die zunächst in der Luft schweben. Wie sehen die Wasserdampfdruckverhältnisse im Bienenstock aus? Eine Bienenwohnung hat eine dauerhaft geöffnete Verbindung zur Außenluft. Können wir in einem solchen Behälter ein Gas gefangen halten? Nein, das geht nicht. In einem Behälter mit Öffnung bestimmen die Außenverhältnisse den Wasserdampfdruck im Behälter. Nun finden außen ständig Veränderungen des Wasserdampfdrucks statt. Dafür sind vor allem die täglichen Temperaturschwankungen verantwortlich. Diese Veränderungen außen führen durch das Flugloch unweigerlich auch zu Veränderungen des Wasserdampfdrucks innen. Die Gaskonzentration innen folgt den Veränderungen auf der Außenseite. Sie tut dies mit einem kleinen Zeitversatz, abhängig von der Geometrie des Fluglochs. Hätten wir keine Verbindung zur Außenluft, dann hätten die Feuchteverhältnisse auf der Außenseite keinen Einfluss auf die Innenverhältnisse. Die Diffusionsprozesse durch die Wände sind selbst bei diffusionsoffenen Bauweisen viel zu langsam, als dass die täglichen Schwankungen außen sich innen bemerkbar machen könnten.
Nun gibt es in einer mit Bienen besetzten Bienenwohnung innen aber einen starken Zulauf von Wasserdampf in die Luft. Unzählige Quellen von Wasserdampf geben nahezu ganzjährig Wasserdampf an die Luft ab. Honigeindickung, Brut, Stoffwechsel usw. sorgen dafür, dass der Wasserdampfdruck innen dem Außen gegenüber immer leicht erhöht ist. Der Wasserdampfdruck außen steuert also den Wasserdampfdruck innen. Der innen ist dem Außen gegenüber aber immer leicht erhöht. Der Wasserdampfdruck der Außenluft treibt den Wasserdampfdruck im Bienenstock vor sich her. Hier sehen Sie eine der Hauptquellen für den Wasserdampfzustrom im Bienenstock. Offene Zellen mit im Futtersaft schwimmenden Rundmaden. Der Futtersaft besteht etwa aus gleichen Anteilen Wasser und Honig. Bei dieser wässrigen Lösung stehen der Wassergehalt der Luft in der Brutzelle mit einer relativen Luftfeuchte von 90 bis 95% und der Wassergehalt des Futtersafts etwa im Gleichgewicht. Das heißt, die Futtersaftkonzentration reguliert die Luftfeuchte in der Brutzelle auf die hohen notwendigen Werte. Durch die hohen Temperaturen im Brutnest und die vorhandenen Flüssigkeiten ergibt sich hier der höchste Wasserdampfdruck im Bienenstock. Er ist auch deutlich höher als in den Wabengassen des Bienenstocks, wo durch die Bewegung der Bienen in allen Bereichen überschläglich ein gleich hoher Wasserdampfdruck herrscht. Aber auch die frisch bestifteten Zellen geben viel Wasserdampf an die Luft in den Wabengassen ab. Arbeiterinnen müssen ständig Tropfen an den Zellwänden von frisch bestifteten Zellen anbringen und verstreichen, um den Eiern eine relative Luftfeuchte von 90 bis 95% zu garantieren, welche sie für die Entwicklung zwingend benötigen. Weitere Quellen für Wasserdampf im Bienenstock sind der unverdeckelte Honig, die Verdunstung von Körperwasser der Bienen und der Stoffwechsel der Bienen. Durch den dauerhaften und starken Zufluss von Wasserdampf in die Wabengassen kommt es zu dem Umstand, dass der Wasserdampfdruck innen dem Außen gegenüber fast immer um einen gewissen Betrag erhöht ist. Dieser Zusammenhang ist in der Abbildung hier deutlich zu erkennen. Der Wasserdampfdruck innen, die blaue Kurve, folgt dem Außen mit der roten Verlaufskurve immer mit einem kleinen Zeitversatz und leicht erhöht. Insgesamt kommt es, ebenso wie bei den Wärmetransporten, zu einem Gefälle von innen nach außen. Wärme und Wasserdampf werden auf verschiedenen Wegen von den Brutzellen über die Wabengassen, den Wabenbau, die Außenwände und das Flugloch nach außen transportiert. Die Wärme wird dabei hauptsächlich über die Außenwände abgetragen, der Wasserdampf fast ausschließlich über das Flugloch. Es gibt eine Messreihe von Anton Büdel, bei der zwei identische dünnwandige Beuten aus Holz, die mit gleich starken Bienenvölkern besetzt wurden, verglichen werden. Der einzige Unterschied im Versuchsaufbau ist, dass die eine Beute zusätzlich mit einer Gummihülle versehen wurde. Die Messungen der Luftfeuchte im Inneren sind nahezu identisch bei beiden Beuten. Die Unterschiede liegen im Rahmen von Messungenauigkeiten. Beide Kurven, die grüne und die braune, sind gegenüber den Verhältnissen außen mit der roten Kurve fast immer um das gleiche Maß leicht erhöht. Anton Büdel kommt aufgrund seiner verschiedenen Messungen zu der Erkenntnis, dass eine Bienenwohnung nicht diffusionsoffen ausgeführt werden muss. Der Abbau der Feuchtigkeit von innen nach außen geschieht fast ausschließlich über das Flugloch. Wir können diese Erkenntnis mit Berechnungen bestätigen. Die Diffusionsprozesse, selbst durch dünne und diffusionsoffene Wände, beispielsweise aus Stroh, sind viel zu langsam, als dass sie einen nennenswerten Beitrag leisten könnten. Nun haben Sie es fast geschafft. Der schwierige Teil mit viel Physik liegt hinter uns. Zum Abschluss der Betrachtung der Feuchteverhältnisse möchte ich Ihnen nochmal Anton Büdels Erkenntnisse und Regeln aufzählen. Apropos Anton Büdel. Es ist wirklich erstaunlich, welche Fülle an Wissen dieser Mann im letzten Jahrhundert bereits gemeinsam mit seinem Kollegen Josef Grziva geschaffen hat. In unzähligen Artikeln und Vorträgen, die es leider bislang nirgendwo gebündelt nachzulesen gab, hat er seine Erkenntnisse veröffentlicht. Unseres Wissens sind nahezu alle seine Erkenntnisse auch heute noch uneingeschränkt richtig. Sigrun Mittel hat in jahrelanger Arbeit diese Veröffentlichungen zusammengetragen.
Diese vielen tollen Veröffentlichungen sind der Kern unseres gemeinsamen Buchs und auch dieses Vortrags. Bezüglich der Feuchtigkeit im Bienenstock hat Anton Büdel wissenschaftlich erarbeitet, dass eine Bienenwohnung immer nur an der kältesten Stelle schwitzt. Dass für die Verteilung der relativen Luftfeuchte lediglich die Temperatur maßgebend ist. Dass das Schwitzen mit einer Wärmedämmung in unbedenkliche Bereiche verschoben werden kann. Also dadurch, dass wir durch eine äußere Wärmedämmung die Temperaturverhältnisse auf der Innenseite verändern, also höhere Temperaturen bewirken, sinkt die relative Luftfeuchte in diesen Bereichen und mit der niedrigeren relativen Luftfeuchte sinkt auch die Gefahr eines Kondenswasseranfalls. Es gibt kein Aufsteigen feuchter Luft nach oben. Das ist ebenso wie mit der warmen Luft. Diese Kräfte wirken zwar, warme Luft und feuchte Luft ist leichter als weniger warme und weniger feuchte Luft. Und es wirken Kräfte, die diese Luftschichten nach oben treiben wollen. Es gibt aber eben Widerstandskräfte, die im Bienenstock aufgrund der engen Wabengasse und der beengten Verhältnisse größer sind als die Antriebskräfte. Es gibt kein Aufsteigen der Feuchte nach oben. Die Wände einer Bienenwohnung brauchen nicht luftdurchlässig oder diffusionsoffen zu sein. Die Rähmchenabdeckungen, Wachstücher, Folien etc. können im Winter verbleiben, sofern mit einer Einschränkung eben der Deckel vernünftig isoliert ist. Wenn oben nicht die kälteste Stelle ist, dann kann dort auch kein Kondenswasser anfallen. Völlig unabhängig davon, ob wir mit dampfdichten Folien oder Wachstüchern arbeiten. Kommen wir nun zur Klimaregulierung der Honigbienen. Bienen können heizen und kühlen. Sie können die Stockluft befeuchten und eingeschränkt auch entfeuchten. Sie sind damit nahezu vollständig in der Lage, ihr Kleinklima im Bienenstock zu regulieren, was einmalig in der Tierwelt sein dürfte. Die klimaregulierenden Maßnahmen geschehen immer selbstorganisiert durch Einzelbienen. Es gibt keine zentrale Steuerung. Jede Biene entscheidet aufgrund individueller Reizwerte, ob sie in die Klimaregulierung eingreift oder nicht. Hierbei kommt es teils zu gegensätzlichen Aktivitäten. So kann eine Biene noch heizen und direkt daneben beginnt eine andere Biene bereits zu kühlen. Dieses Prozedere der Honigbienen ist zwar nicht wirtschaftlich, es ist aber sehr stabilisierend für die klimatischen Verhältnisse im Bienenstock. Das können Sie sich etwa so vorstellen wie bei Personen an Deck eines Schiffes, die die Wellenbewegungen durch Seitenwechsel ausgleichen wollen. Würden alle zur gleichen Zeit reagieren, dann käme es zu Überreaktionen. Das aktive Heizen der Arbeiterinnen im Brutnest dient der Temperierung der Brut auf knapp 36 Grad Celsius. Die Temperatur der Drohnen- und Arbeiterinnenbrut unterscheidet sich dabei nicht. Leichte Temperaturunterschiede der Brut gibt es nur je nach Entwicklungsstadium. So werden junge Larven geringfügig höher temperiert als verdeckelte Brut. Deutliche Unterschiede der Temperatur gibt es allerdings in den Wabengassen der Brut, je nachdem ob Drohnen oder Arbeiterinnen bebrütet werden. Bei den Drohnen liegen etwa 33 bis 34 Grad Celsius an, bei den Arbeiterinnen eher 35 Grad Celsius. Offensichtlich hat die Drohnenbrut selbst eine höhere Wärmeproduktion. Daher sind geringere Heizaktivitäten der Heizbienen erforderlich. Diese höhere Wärmeproduktion der Drohnen könnte an ihrem größeren Körper liegen. Oder daran, dass sie sich mehr bewegen. Oder an beidem. Die Arbeiterinnen erzeugen Wärme mittels Muskelzittern ihrer Flugmuskeln. Sie übertragen die Wärme, indem sie den Oberkörper auf die Zelldeckel der Brutwaben drücken. Oder, wie hier im Video, kopfüber in leere Zellen des Brutnests steigen und ihren Oberkörper dort gegen die Zellwände drücken. Neben diesem aktiven Heizen gibt das Bienenvolk immer eine gewisse Arbeitswärme durch seine Anwesenheit und seine Tätigkeiten ab. Den Abfluss der Wärme können sie über ihre Bienendichte steuern. So können sie auf veränderte Temperaturverhältnisse in der Außenluft reagieren, ohne an ihrem aktiven Heizverhalten etwas verändern zu müssen. Das erste Mittel der Wahl bei sinkenden Außentemperaturen ist eine Erhöhung der Bienendichte.
Die Bienen ziehen sich um das Brutnest zusammen und lassen so weniger Arbeitswärme abfließen. Das aktive Kühlen der Honigbienen geschieht mittels Wasserspucken oder Rüsselschlagen in Kombination mit Ventilation. Bei beiden Varianten wird dem gezielt eingetragenen Wasser eine maximale Oberfläche aufgezwungen. Beim Wasserspucken setzen die Bienen einen Wassertropfen auf dem Wabenbau ab und verstreichen ihn mehr oder weniger sorgfältig mit den Mandibeln. Durch die vergrößerte Oberfläche des Tropfens und die begleitende Ventilation findet eine zügige Verdunstung statt, welche eine Verdunstungskälte mit sich bringt. In älterer Literatur findet sich häufiger der Hinweis, die Arbeiterinnen würden zum Kühlen auch Honigtropfen verstreichen. Dank den Beobachtungen von Martin Lindauer wissen wir aber, dass sie dies nur zur Not tun, wenn kein Wasser verfügbar ist. Also beispielsweise, wenn eine Hitzewelle die Bienen schnell und unvorbereitet trifft, so wie es in einer dünnwandigen Bienenwohnung häufiger vorkommt. Sobald es eine Notwendigkeit zum Kühlen gibt, werden Sammlerinnen nach Wasser angebettelt. Diese kommen der Aufforderung nach und versorgen fortan die Wasserspuckerinnen mit Wasser. Das Rüsselschlagen nutzt den gleichen Effekt. Auch hier wird dem Wassertropfen eine möglichst große Oberfläche aufgezwungen, indem er zwischen Rüssel und Mandibeln ausgezogen wird. Ebenso wie das Heizen findet das Kühlen überwiegend im Brutnest statt und dient der Temperierung der Brut. Bei sinkenden Außentemperaturen nutzen die Bienen ebenso wie bei steigenden Temperaturen eine Veränderung ihrer Bienendichte. Das erste Mittel der Wahl bei steigenden Temperaturen ist, die Bienendichte zu verringern. Sie lassen so verstärkt Arbeitswärme abfließen. Reicht diese Maßnahme nicht aus, dann beginnen Sie mit Evakuierungsmaßnahmen. Alle Bienen, die nicht zwingend für die Brutpflege benötigt werden, werden vor das Flugloch evakuiert. Das Bienenvolk gibt, ebenso wie es immer eine Arbeitswärme abgibt, auch immer eine gewisse betriebsbedingte Verdunstungskälte ab. Die Honigeindickung und das Verdunsten von Wasser in den Brutzellen sind die Hauptquellen. Aus diesem Grund können die Bienen die im Bienenstock effektiv anfallende Arbeitswärme, also die Arbeitswärme abzüglich der betriebsbedingten Verdunstungskälte, mit ihren Evakuierungsmaßnahmen nahezu auf Null reduzieren. Auf diesen Zusammenhang können wir dank den Beobachtungen von Martin Lindauer schließen. Er konnte ein aktives Kühlen der Bienen mittels Rüsselschlagen und Wasserspucken erst bei etwa 32 Grad Celsius Außentemperatur feststellen. Und das sind bereits Temperaturen knapp unterhalb der Brutnesttemperatur. Zu diesem Zeitpunkt finden also nur noch sehr geringe Wärmetransporte von innen nach außen statt. Die effektiv anfallende Arbeitswärme muss nahezu Null sein. Im Normalbetrieb kann es im Bienenstock nicht zu trocken werden, wegen der vielen Quellen von Wasserdampf. Sobald ein Brutnest vorhanden ist oder Honig eingedickt wird, findet automatisch auch eine Befeuchtung der Stockluft statt. In den frisch bestifteten Brutzellen ist allerdings auch eine gezielte Befeuchtung notwendig. Die frisch gelegten Eier benötigen für ihre Entwicklung zwingend eine relative Luftfeuchte von 90 bis 95%. Die Ammenbienen stellen diese sicher, indem sie in den Zellen einen Wassertropfen absetzen und teils verstreichen, so wie es in dem Video hier zu sehen ist. Auch zum Brutnesteinschlag ist offensichtlich ein gezieltes Befeuchten notwendig. Draußen ist es noch sehr kalt und trocken. Innen gibt es weder eine Honigeindickung noch ein Brutnest. Es ist innen viel zu trocken für den Aufbau eines Brutnests. Messungen von Anton Büdel legen nahe, dass sie in dieser Zeit als Vorbereitung für das Brutnest gezielt die Luft befeuchten, vermutlich mittels Wasserspucken. Das Prozedere unterscheidet sich letztlich nicht von den Tätigkeiten bei vorhandenem Brutnest. Nur dass die Bienen bereits Tropfen in den Zellen ablegen, bevor die Königin Eier ablegt. Honigbienen können der Luft nicht selbst Wasser entziehen. Sie können aber die Luft in kühlere Bereiche ventilieren, so dass Kondenswasser anfällt. Und weil der Wasserdampfdruck im Bienenstock überall annähernd gleich groß ist, wie wir dank Anton Büdel wissen, bedeutet der Kondenswasseranfall eine Entfeuchtung der gesamten Stockluft.
Hier im Video ist dieses Verhalten gut zu sehen. Links im Bild befinden sich etliche Fächlerinnen, die warme, feuchte Stockluft vom Bienensitz weg nach unten fächeln. Auf der rechten Seite fällt Kondenswasser an den Wänden der Bienenwohnung an und die kühlere, trockenere Luft strömt wieder in den Bienensitz hinein. Vor, während und nach der Aufnahme des Videos waren keine Fächlerinnen in der Nähe des Fluglochs zu sehen. Den Bienen genügte die Zirkulation der Luft im Zeidelbaum für eine Entfeuchtung der Luft. Findet der erwünschte Effekt nicht statt, dann werden die Belüftungsketten bis zum Flugloch fortgeführt und Luftwechsel mit der hoffentlich trockeneren Außenluft herbeigeführt. Schauen wir uns nun zum Abschluss des Vortrags die Vorzüge einer zusätzlichen aufgebrachten Wärmedämmung an, so wie viele Studien sie dokumentieren und belegen. Honigbienen haben mit einer Wärmedämmung, die idealerweise einen Hitze- und Wärmeschutz mit sich bringt, eine bessere Kontrolle über das Kleinklima. Sie müssen seltener und weniger stark regulieren. Eine Überforderung wird unwahrscheinlicher. Eine erhöhte Stockfeuchte ist ein Problem der Wärmedämmung. Ihre Folgen sind vielfältig. Bereits 1942 schrieb Julius Paschke: Als Folgeerscheinung der Stockfeuchtigkeit stellen wir den starken Totenfall, das langsame Erstarken der Völker im Frühjahr, das Auftreten der Rurkrankheit, das Umsichgreifen der Nosema und den erhöhten Futterverbrauch fest. Mit dem Aufbringen einer Wärmedämmung ist die Vertreibung der Stockfeuchte in unsensible Bereiche möglich, idealerweise in Fluglochnähe. Weniger Hitze- und Kälteschäden. Die Brut muss durchgehend auf 32 bis 36 Grad Celsius gehalten werden, wie ältere Quellen belegen. Ansonsten drohen Verkrüppelungen der Extremitäten und das Absterben von Teilen der Brut. Neuere Studien legen sogar nahe, dass es bereits zu Einschränkungen der Bienengesundheit bei einem Absinken der Temperatur auf 34,5 Grad Celsius kommt. Die geschlüpften Bienen führen den Bienentanz dann ungenauer aus. Sie kommunizieren schlechter. Ein weiterer typischer Kälteschaden ist ein Futterabriss im Winter. Das erste Mittel der Wahl zum Parieren von Temperaturschwankungen ist das Ausdehnen und das Zusammenziehen der Bienentraube. Mit dem Temperaturabfall entfernt sich die Bienentraube von der Futterkappe und kann bei anhaltender Kälte wenige Zentimeter von den Vorräten entfernt verhungern. Der Hitzeschutz verhindert plötzliche Temperaturschwankungen im Bienenstock. Der Wärmeschutz sorgt für ein geringeres Temperaturgefälle und weniger scharfe Abgrenzungen innerhalb des Wabenbaus. Es kann auch zu Hitzeschäden an ausgewachsenen Honigbienen kommen. So wird die Fortpflanzungsfähigkeit von Drohnen bereits bei 2 Stunden unter einer Temperatur von 42 Grad Celsius reduziert. Ihre Spermien verringern sich um ein Drittel. Die Königin ist sogar noch empfindlicher. Bereits bei 2 Stunden unter einer Temperatur von 38 Grad Celsius reduzieren sich ihre Legeleistungen auf eine aus Imkersicht schlechte Qualität. Und auch Wabenabrisse im Hochsommer werden durch eine zusätzliche Wärmedämmung unwahrscheinlicher. Der Schmelzpunkt von Bienenwachs liegt bei 65 Grad Celsius, aber auch zuvor nimmt die Festigkeit mit steigender Temperatur stetig ab, so dass es schon bei deutlich geringeren Temperaturen in den Randbereichen des Bienenstocks zu Wabenabrissen kommen kann. Eine Studie aus der Türkei belegt eine ganzjährig höhere Flugaktivität und Wehrhaftigkeit der Bienenvölker in wärmegedämmten Beuten. Geringere Wintersterblichkeit und geringerer Totenfall. Eine Studie aus Minnesota in den USA vergleicht hunderte Bienenvölker über 10 Jahre hinweg. Sie stellt eine Wintersterblichkeit in ungedämmten Beuten von 18,4%, in leicht gedämmten Beuten von 6,4% und in stark gedämmten Beuten von 2,9% fest. Wobei stark gedämmt in der Studie gerade einmal Dämmplatten mit 1,3 cm Wandstärke meint. Selbst diese dünne Wärmedämmung hat bereits zur Folge, dass 6-mal weniger Bienenvölker im Winter versterben. Offene Böden sind als ein Extremfall mangelhaften Wärmeschutzes anzusehen. Sie führen nach einer Studie aus Bulgarien zu einer erhöhten Wintersterblichkeit und einer erhöhten Winterzehrung.
Eine bessere Überwinterung. Gemeint ist über die Wintersterblichkeit hinaus ein vorteilhafterer Entwicklungsstand zu Beginn des Frühjahrs in Sachen Volksstärke, Brutfläche und Honigvorräte. Reduzierung der Gefahr eines Wassermangels durch ein zu frühes Brutgeschäft im Winter oder Vorfrühling. Dank Anton Büdel wissen wir, dass die Bienen bei vorhandenem Hitzeschutz später mit dem Bruteinschlag beginnen. August von Berlepsch beschreibt bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wie die Bienen durch ein zu frühes Brutgeschäft in einen Teufelskreis geraten können. Die Versorgung der Brut bedarf viel Wasser. Wenn dieses knapp wird, öffnen und erwärmen sie Honigzellen und versuchen, dem Honig Wasser zu entziehen. Die Erwärmung des Honigs bedarf selbst wiederum viel Energie, also Honig, welcher für den Verzehr ebenfalls mit Wasser bekömmlich gemacht werden muss. Der Wassermangel wird dadurch noch größer. Ein Hitzeschutz lässt die Bienen länger in der Winterruhe. Sie gehen erst bei stabileren Verhältnissen in die Brut. Die hier beschriebene Form des Wassermangels tritt so unwahrscheinlicher auf. Darüber hinaus macht der Wärmeschutz das Heizen der Bienen effektiver. Sie benötigen weniger Energie und somit auch weniger Wasser. Er lindert somit den Wassermangel. Wir sind überzeugt von diesen Zusammenhängen, müssen aber ausdrücklich sagen, dass sie so nicht durch Studien belegt sind. Wir lassen dieses Feld hier daher auch grau hinterlegt. Unsere eigenen Gedanken zu dem Thema gehen noch weiter. Wir wissen, dass Honigbienen nahezu zu jeder Jahreszeit, auch im tiefsten Winter, unverdeckelte Honigvorräte haben. Und wir wissen, dass der Wassergehalt des Honigs in Wechselwirkung mit der Luftfeuchte steht. Oberhalb von 60% relativer Luftfeuchte zieht der fertige, also bereits getrocknete Honig Wasser aus der Luft, wenn er denn Luftkontakt hat, also nicht verdeckelt ist. Bei 65 bis 70% relativer Luftfeuchte stellt sich bereits ein Wassergehalt von 25% im Honig ein, den die Bienen mindestens für den Verzehr benötigen. Bei 75% relativer Luftfeuchte stellt sich ein Wassergehalt von 30% ein und bei 90% relativer Luftfeuchte einer von 60%, was exakt der notwendigen Futtersaftkonzentration für Rundmaden entspricht. Die Bienen können ihren Wasserbedarf im Winter also mit Leichtigkeit decken, wenn sie den Honig in den Bereichen mit der entsprechenden relativen Luftfeuchte bereits frühzeitig entdeckeln. Das funktioniert aber nur zuverlässig, wenn die Bienen auch in allen Bereichen der Bienenwohnung stabile klimatische Verhältnisse haben. Regelmäßige Temperaturschwankungen sorgen auch für Schwankungen der relativen Luftfeuchte und machen die Wasserversorgung mindestens unsicher, wenn nicht sogar kaputt. Der Hitzeschutz, der gemeinsame Nenner aller natürlicher Bienenwohnungen, schafft genau diese benötigten konstanten klimatischen Verhältnisse. Und noch eine Erkenntnis folgt aus diesen Zusammenhängen. Wir dürfen es mit dem Wärmeschutz nicht übertreiben. Wenn der Wärmeschutz zu stark ist, dann werden die Randbereiche des Wabenbaus zu trocken. Die Bienen haben gar nicht mehr die Möglichkeit, den entdeckelten Honig Wasser aus der Luft aufnehmen zu lassen. Schallschutz, geringere Störungen. Eine zusätzliche Wärmedämmung bedeutet mindestens eine zusätzliche Materialschicht und somit einen erhöhten Schallschutz. Aus der Bauphysik des Häuserbaus wissen wir, dass sich über die wechselweise Anbringung von Bauteilschichten aus leichten Dämmmaterialien und massiven Baustoffen ein guter Schallschutz erzielen lässt. Und aus Messreihen von Anton Büdel wissen wir, dass schon kleinste akustische Störungen eine Störung der Winterruhe bedeuten können. Eine bessere Frühjahrsbrutentwicklung. Eine Studie aus den USA zeigt eine um 25% größere Brutfläche im Frühjahr bei wärmegedämmten Beuten. Anton Büdel liefert mit 22% einen Wert in der gleichen Größenordnung. Eine Studie aus Skandinavien stellt sogar eine um 63% höhere Frühjahrsbruttätigkeit fest. Eine Studie aus Polen liefert einen interessanten Widerspruch. Bei einer Kreuzung aus dunkler und kaukasischer Biene bestätigt sie die bessere Frühjahrsbrutentwicklung in Beuten mit Wärmedämmung. Bei der Buckfastbiene stellt sie allerdings eine schlechtere Frühjahrsbrutentwicklung mit vorhandener Wärmedämmung fest. Die Studie liefert keine Erklärung für diesen Widerspruch.
Wir vermuten als Ursache die größere Volksstärke der Buckwast. Sie ist bekannt für ihre große Volksstärke im Winter. In Kombination mit der Wärmedämmung kann es zu trocken für das Brutgeschäft der Bienen sein. Der Fall bestätigt uns in der Annahme, dass man es mit dem Wärmeschutz auch übertreiben kann. Effektivere Eindickung und höhere Honigerträge. Eine Doktorarbeit aus Irland stellt eine um 64% größere Gewichtszunahme bei der Einfütterung in wärmegedämmten Beuten fest. Anton Büdel schreibt immer wieder, dass eine Wärmedämmung die Honigerträge steigert. Eine Studie aus der Türkei belegt diesen Zusammenhang und stellt eine um 35% höhere Honigernte über das ganze Jahr fest. Eine Studie aus Norwegen bestätigt diesen Zusammenhang für das Frühjahr, im Herbst dagegen stellt sie einen geringeren Honigertrag in gedämmten Beuten fest. Wir können uns diesen Widerspruch nicht erklären. Zumindest aber alle Imker und Imkerinnen, die gegen Ende des Sommers zufüttern, können gesichert mit mehr Honig im Volk rechnen. Eine ganzjährig höhere Volksstärke und Brutentwicklung. Dieser Zusammenhang wird in einer Studie aus der Türkei aus dem Jahr 2019 belegt. Weniger Krankheiten. Krankheiten wie die Maikrankheit, die Ruhr-, Nosema- und Kalkbrut werden durch niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchten ausgelöst oder begünstigt. Sie können daher mit einer zusätzlichen Wärmedämmung effektiv bekämpft und verhindert werden. Eine Verlangsamung der Entwicklung von Wachsmotten. Verschiedene Untersuchungen belegen, dass Wachsmotten sich bei hoher Luftfeuchte deutlich schneller entwickeln. Eine Wärmedämmung erhöht die Trockenheit in den Randbereichen und verlangsamt somit ihre Entwicklung. Wir sind überzeugt von diesem Zusammenhang, er ist in der Form aber nicht durch Studien belegt und daher hier in dieser Grafik grau hinterlegt, ebenso wie die folgenden Punkte. Ein höherer CO2-Gehalt der Stockluft. In Bienenwohnungen mit kalter Stelle, so wie sie in natürlichen Bienenwohnungen oder in Beuten mit einem extrem guten Hitzeschutz vorkommen kann, findet eine Entwässerung der Stockluft durch einen Kondenswasseranfall an der kalten Stelle statt. Honigbienen müssen zur Entfeuchtung der Stockluft in dem Fall keine Luftwechsel mit der Außenluft erzeugen. Es genügen Luftwechsel innerhalb der Bienenwohnung. In der Folge wird weniger CO2 nach außen abgetragen und es kommt zu einer erhöhten CO2-Konzentration im Bienenstock. Der physikalische Hintergrund dieser Theorie ist gesichert. Und wir wissen aus Untersuchungen von Bienenvölkern in der Winterruhe, dass sie mit höherer CO2-Konzentration besser überwintern. Es gibt also scheinbar nicht nur einen maximal verträglichen CO2-Wert für die Honigbienen, es gibt auch vorteilhafte Mindestwerte. Wie wichtig die CO2-Konzentration für die Honigbienen ist, erkennen wir allein an der Tatsache, dass sie diese Gaskonzentration messen können. Sie haben ebenso wie für das Gas Wasserdampf Sensoren. Bei Konzentrationen von 2% CO2 in der Stockluft beginnen sie zu ventilieren. Deckelung der relativen Luftfeuchte. Der bereits zuvor beschriebene Effekt einer kalten Stelle bedeutet auch, dass die Außenluft den Wasserdampfdruck in der Bienenwohnung nicht beliebig vor sich hertreiben kann. Die kalte Stelle in der Bienenwohnung bestimmt den maximalen Wasserdampfdruck in der Bienenwohnung. Steigt der Wasserdampfdruck außen über diesen Wert, dann findet ein von der Außenluft gespeister Kondenswasseranfall in der Bienenwohnung an der kalten Stelle statt. Der Effekt ist gesichert und nachweisbar. Ob und wie er den Bienen nutzt, ist Theorie. Erzeugung einer willkommenen Wasserquelle im Frühjahr. Die zuvor beschriebene Deckelung der relativen Luftfeuchte wird durch einen Kondenswasseranfall innerhalb der Bienenwohnung ausgelöst. Insbesondere im Frühjahr, wenn warme, feuchte Luft in die Landschaft einströmt, kommt es zu einem solchen Kondenswasseranfall an den kalten Stellen. Dieses von außen gespeiste Kondenswasser ist den Bienen eine willkommene Wasserquelle. Eine Reduzierung der Fortpflanzung des kleinen Beutenkäfers. Wir sind absolut überzeugt von dieser Theorie. Untersuchungen dazu gibt es bislang nicht. Der kleine Beutenkäfer legt seine Eier in der Regel in die Randbereiche der Bienenwohnung. Aus verschiedenen Studien wissen wir, dass seine Entwicklung schlechter
bei höheren Temperaturen und niedrigeren Luftfeuchten ist. Experten schlagen deswegen eine Reduzierung der relativen Luftfeuchte vor. Genau das lässt sich mit einer zusätzlichen äußeren Wärmedämmung verwirklichen. Reduzierung der Fortpflanzung von Varroamilben. Ja, das wäre wirklich zu schön. Wir glauben hier aber nicht an einen pauschal formulierbaren Effekt. Lediglich die leicht höheren Brutnesttemperaturen in den Übergangszeiten könnten die Fortpflanzung der Varroa zeitweise einschränken. Dennoch könnten Hitzeschutz, Wärmeschutz und das Volumen der Bienenwohnung entscheidende Stellschrauben sein, um die Varroa zu bekämpfen. Die Ergebnisse verschiedener Studien legen nahe, dass Varroamilben eine kleinere Komfortzone für die Wasserdampfdruckverhältnisse im Brutnest haben als die Brut der Bienen selbst. Es wäre denkbar, je nach Region und Jahreszeit mit diesen Stellschrauben die Varroa-Fortpflanzung einzuschränken. In unserem Buch gehen wir weiter auf dieses sehr komplexe Thema ein. Sie haben nun im Verlauf des Vortrags gehört, warum und wie eine zusätzliche Wärmedämmung den Bienen zugutekommt. Wir wollen Ihnen zum Schluss noch einen Rat mit auf den Weg geben. Es ist nicht notwendig, Ihre Beuten im Betrieb auszusortieren und eventuell gar durch hochpreisige Beuten zu ersetzen, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Sie können die Situation für Ihre Bienen auch selbst mit wenig Aufwand entscheidend verbessern. Die Völker sollten ganztägig im Schatten stehen, idealerweise im Wald. Böden sollten geschlossen ausgeführt sein. Das Flugloch sollte nur so groß sein, wie es für den reibungslosen Flugbetrieb mindestens erforderlich ist. Der Deckel sollte idealerweise stärker gedämmt sein als die Seitenwände und die Seitenwände stärker als der Boden. Was die Stärke der Dämmung angeht, so erinnere ich hier noch einmal daran, dass viele der in Studien festgestellten positiven Effekte bereits mit sehr leichter Dämmung erzielt wurden, teils sogar nur mit einer zusätzlichen Dämmung des Deckels. Als eine sinnvolle Maßnahme für bestehende Beuten könnten wir uns einen gut gedämmten Deckel vorstellen, dessen Ränder auch die Seitenwände umhüllen. Diese Umhüllung muss ja nicht bis zum Boden durchgezogen werden. Und es würde bereits genügen, wenn sie beispielsweise aus 2 cm starkem Holz bestünde. Zwischen Außenwand und dieser Umhüllung sollte ein Abstand von 0,5 bis 1 cm sein, so dass sich eine ruhende Luftschicht ergibt. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Öffnung nach unten durch beispielsweise eine Gummilippe verschlossen wird. Eine solche Maßnahme wäre relativ einfach umzusetzen. Die eigentlichen Beutenkörper blieben unverändert und wären nach wie vor einfach zu händeln. Wenn Sie es aber mit Ihren Bienen besonders gut meinen, dann schaffen Sie ihnen einen Wohnraum, so wie den, in dem sich ihre Evolution abgespielt hat. Wir halten den Hitzeschutz für den gemeinsamen Nenner solcher Bienenwohnungen. Auf einen Wärmeschutz können Sie dann getrost verzichten. Diesen halten wir nur für eine Krücke, die wir den Bienen reichen müssen, wenn wir ihnen keinen Hitzeschutz bieten. Wenn der Hitzeschutz gegeben ist, dann bringen die Bienen den Wärmeschutz in Form ihres Wabenbaus selbst mit. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg mit Ihren Bienen.